Heute machen wir uns eine Snippet Roll. Eine was? Bleib dran, ich erklär's dir. Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder Luise Heinzel mit dem 24. Türchen vom Junk Journal Tutorial Adventskalender. Ja, es ist soweit, das letzte Türchen. Vielleicht erinnert ihr euch an das erste Türchen. Dort wurdet ihr aufgefordert, dass ihr alle Schnipsel einsammeln sollt, die ihr während dieser 24 Projekte ansammelt. Denn heute lüftet sich das Geheimnis. Wir wollen heute eine Snippet Roll aus allen diesen Resten machen. Ich hoffe, ihr habt fleißig gesammelt. Ich denke mal, wenn ihr gesammelt habt, ist einiges zustande gekommen, so wie bei mir hier. Und aus diesen Schnipseln, aus diesen Resten soll jetzt eine sogenannte Snippet Roll werden. Das ist nichts anderes als eine Schnipselrolle. Jetzt denkt man sich wahrscheinlich, naja, was? Was soll ich machen? Ganz einfach. Ihr nehmt euch, wenn vorhanden, eure Nähmaschine und näht, so ähnlich wie bei dem Frankenpapier, was wir vor einigen Tagen gemacht haben, diese ganzen Schnipsel aneinander. Aber nicht so, dass ein neues Stück Papier entsteht, sondern so, dass eine Art Rolle entsteht, also wie ein Streifen, den man später aufrollen kann. Warum, wieso, weshalb, werde ich euch später noch erklären. Ich sage euch jetzt erstmal ein bisschen was dazu, wie ich das immer mache. Wie ihr seht, klemme ich das hier unter meine Nähmaschine. Das Video läuft jetzt hier gerade in der Originalgeschwindigkeit ab, also ich stecke das da so drunter und lasse das dann einfach unter der Nähmaschine durchlaufen. Wie ihr seht, das dauert etwas an Zeit. Das ist auch vielleicht ein bisschen so ein kleiner meditativer Prozess. Man kann da jetzt verschiedene Muster erschaffen. Man kann sich überlegen, welche Farbkombination möchte ich hier haben. Insgesamt ist es aber so, dass man einfach diese ganzen Schnipsel einfach aneinander näht. Ja, und im Gegensatz zum Frankenpapier ist es jetzt hier so, wie ihr später sehen werdet, werde ich auch noch andere Sachen benutzen. Ihr wisst ja, es war auch teilweise Spitze übrig, teilweise war Stoff übrig und solche Dinge. Und auch das kann man in so eine Snippet Roll integrieren. Es gibt auch Leute, die machen das komplett aus Stoff und Spitze und solchen, ja, Stoffelementen sozusagen. Aber man kann das natürlich auch aus Papier machen. Wenn ihr jetzt keine Nähmaschine habt, dann könnt ihr das selbstverständlich auch mit einem ganz normalen Klebestift aufeinander kleben. Das würde genauso gut funktionieren. An manchen Stellen ist das sogar vielleicht ein bisschen einfacher, das zu kleben, weil die Sachen dann nicht so hoch stehen. Also ihr werdet später noch sehen, wenn man so kleinere Schnipsel benutzt, also wenn man sich jetzt wirklich vornimmt, dass man alle diese Schnipsel verwendet, dann ist das teilweise wirklich so ein bisschen strubbelig, was man da erhält. Und es kommt natürlich ein bisschen darauf an, für was man das verwenden will, ob das dann interessant und gebräuchlich ist, ne? Wenn das so absteht oder nicht. Aber das könnt ihr ja auch zum Beispiel im Nachhinein noch festkleben. Ja, jetzt mache ich das hier mal so und schieße das so lange unter meiner Nähmaschine durch, bis hinter meiner Nähmaschine sich so eine richtig lange Schlange gebildet hat. Ihr seht schon, jetzt läuft das Video hier etwas schneller ab. Ich will euch ja nicht langweilen, das soll ja nicht bis Silvester dauern, bis das hier fertig ist. Aber ihr seht schon, das ist eine ganze Menge Material. Also aus diesen Schnipseln, ihr habt ja vorher diese Kiste gesehen, könnt ihr wirklich eine richtig lange Rolle machen. Und ihr könnt es auch teilweise so raffen, wie ich das jetzt hier mache. Da sind eurer Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Und was ich das Interessante daran finde, ist, wenn man jetzt zum Beispiel diese 24 Tutorials hinter sich hat oder man hat zum Beispiel ein Journal gemacht und hat davon Schnipsel übrig, dann kann man, während man das zusammennäht, nochmal durch dieses Ganze durchgehen. Also ich bin jetzt wirklich, als ich das gemacht habe, komplett nochmal durch diese 24 Tutorials gewandert. Hier habt ihr jetzt gerade ein Stück von dem Frankenpapier gesehen, da ist noch eins. Hier ist diese Gitarrenverpackungsseite, die ich für das Banner benutzt habe. Teilweise eben auch eingefärbte Buchseiten, diese Papiertischdeckchen von dem mysteriösen, ich glaube, 20. Türchen, nee, 18. Ja, ihr wisst schon. So kann man diesen ganzen Prozess irgendwie nochmal durchlaufen und ich finde es irgendwie total interessant, was einem da teilweise auch für Gedanken nochmal kommen. Jetzt, wenn mir das lang genug ist, beziehungsweise hinter meiner Nähmaschine kein Platz mehr ist, hole ich mir den ganzen Kladderadatsch nochmal wieder nach vorne. Denn ihr habt gesehen, an einigen Stellen ist das natürlich jetzt noch nicht ganz so gefüllt. An manchen Stellen ist das mal dicker, mal dünner. Also ich rede von der Breite dieser Rolle. Und jetzt kann ich da ein zweites Mal drüber gehen und das Ganze verbreitern. So habe ich mir das Leben im Prinzip ein bisschen leicht gemacht. Man muss nicht dauernd hin und her nähen. So kann ich jetzt einfach eine zweite Schicht da drüber geben. Und ihr seht, ich gehe jetzt einfach mit der Nähmaschine nochmal da dran lang und fülle so ein bisschen die Löcher auf. Und ja, so wird aus diesem dann hoffentlich irgendwann ein Ganzes. Ja, während ihr mir da ein bisschen zugucken könnt, wie ich das mache, möchte ich noch mal kurz etwas zu dem Gewinnspiel sagen. Ihr wisst ja, ich habe ja so ein kleines Gewinnspiel am Laufen, ne? Und eure Aufgabe war es,
während dieser 24 Videos die Sterne zu zählen, die in den Videos teilweise aufgetaucht sind. Ich bin mir sicher, dass einige Leute das sehr fleißig getan haben und ihr werdet jetzt heute unter diesem Video die Informationen finden, wo ihr diese Sterne einreichen könnt. Ihr habt jetzt bis zum 31. Dezember Zeit, diese Sterne einzureichen, indem ihr mir eine E-Mail schickt. Wie gesagt, es ist alles unten in der Infobox verlinkt. Einfach auf diesen kleinen Pfeil klicken, sodass sich unten die Box öffnet. Dann könnt ihr das da in Ruhe lesen. Dort befindet sich auch meine E-Mail-Adresse. Dorthin könnt ihr die richtige Anzahl der Sterne einreichen. Bis zum 31. Dezember. Und ja, wie soll ich sagen, es wird höchstwahrscheinlich noch die ein oder andere kleine Überraschung geben. So wie hier zum Beispiel, indem ich nämlich festgestellt habe, dass man Luftpolsterfolie dort nicht so wahnsinnig gut einbauen kann, denn dann reißt euch der Faden ab und ihr habt ein riesiges Kladderadatsch. Tut das bitte nicht. Ich habe gedacht, das geht, aber das geht leider nicht. Ja, wie gesagt, für das Gewinnspiel wird es noch die ein oder andere kleine Überraschung geben. Ihr kennt mich ja, ich kann da immer nicht so... wie soll ich sagen, an mich halten. Ich muss mir da immer noch irgendwas Besonderes ausdenken. Das wird auch diesmal so sein. Und das werdet ihr dann in dem nächsten Video erfahren. Fragt mich bitte nicht, wann das rauskommen wird. Das wird entweder am 1., 2. oder 3. Januar so stattfinden. Ich habe mir das jetzt deshalb so gedacht, dass ihr noch genügend Zeit habt, dieses einzureichen. Ja, also dass ihr, wenn ihr Videos verpasst habt, könnt ihr die nochmal schauen und die Sterne nochmal zählen, wenn ihr möchtet, sodass ihr genug Zeit habt. Und ich wollte euch jetzt auch nicht in eurer Weihnachtsfeierei stören. Deswegen habe ich mir das jetzt gedacht, dass wir uns hier so ein kleines Päuschen gönnen. Ich mir selbst vor allen Dingen auch. Ja, sodass wir das dann am Anfang vom neuen Jahr auslosen können, wer diesen Preis gewonnen hat. Ja, wie ihr seht, ich habe hier noch das ein oder andere übrig. Das könnte man jetzt noch nehmen, um diese Rolle noch zu verzieren. Ich zeige euch hier auch noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann da jetzt theoretisch noch Farbe drauf geben. Ich habe jetzt hier Acrylfarbe genommen, das einfach mit so einem Spachtel verteilt. Und wenn ihr da zum Beispiel so lose Sachen findet, schmeißt sie einfach weg. Also entweder klebt sie fest oder schmeißt sie weg. Das passiert natürlich, wenn ihr da so viel Gefutzel habt, dass dann das ein oder andere vielleicht da irgendwo hoch steht, wo es nicht hochstehen soll. Oder manche Teile einfach von der Nähmaschine nicht erfasst wurden. Die könnt ihr dann ja einfach festkleben oder entfernen. Jetzt habe ich das hier erstmal einfach mit meinem Heißluftföhn getrocknet. Dabei ist mir rechts das Klebeband ein bisschen verschnückelt. Passt auf, wenn ihr da die Reste von dem selbstgemachten Washi-Tape draufklebt, dass euch das nicht abschnöckelt. Hätte man auch vorher drauf kommen können. Ja, jetzt nehme ich mir hier so einen weißen Gelstift und mache da einfach noch so ein paar Muster hin. Das könnt ihr natürlich auch machen, wie ihr wollt. Dieser weiße Gelstift funktioniert jetzt erstaunlicherweise ganz gut hier drauf. Ich hatte schon mal gesagt, dass ich nicht so ein Freund von dem bin. Ich habe mich da jetzt umentschieden. Das ist dieser Signo Uniball Pin. Signo, wie heißt jetzt der? Den findet ihr auch in meinem Amazon-Shop inzwischen wieder. Ich kann schon nicht mehr sprechen, Leute. Entschuldigung. In meinem Amazon-Shop findet ihr den auch inzwischen wieder. Der war eine ganze Zeit lang da nicht drin, weil ich wirklich nicht überzeugt war von dem. Aber jetzt funktioniert er plötzlich und ich glaube, es liegt daran, dass ich im Geschäft schlichtweg einen alten erwischt hatte oder mehrere alte. Diesen habe ich jetzt neu gekauft und der funktioniert einwandfrei. Also auch auf solcher Acrylfarbe oder Packpapier oder diesen ganzen Schnipseln funktioniert der einwandfrei. Ich habe jetzt hier so ein bisschen rumgespielt mit den Farben, bisschen schwarz, bisschen unterschiedliche Stifte und mache jetzt hier so Muster. Die könnte man natürlich auf die Acrylfarbe auch tun. Meine war jetzt hier aber noch nicht ganz trocken und ich wollte mir den Stift nicht versauen. Also ich habe jetzt ein bisschen Angst, aber das könnt ihr natürlich ausgestalten, wie ihr möchtet. Und ja, dann könnt ihr das theoretisch später auch in Streifen schneiden. Ich zeige euch das jetzt hier gleich in einer Sekunde. Hier kommt die Schere. Jetzt könnt ihr das in Streifen schneiden und diese einzelnen Stücke als Verzierung für euer Journal benutzen. Also wenn ihr irgendwo ein kleines Highlight braucht, ihr braucht das ja auch nicht unbedingt so gerade abschneiden, ihr könnt es auch reißen und nur an der Stelle, wo die Naht ist, schneiden. Dann schaut es noch ein bisschen interessanter aus und nicht so gerade abgeschnitten, aber ihr könnt jetzt zum Beispiel auch einen Rahmen da drumrum setzen oder das Außenrum noch mit Distress-Tinte verzieren oder also so auf alt machen, wie ihr wollt. Oder ihr könnt es natürlich auch umdrehen und so wie ich hier benutzen, um eine kleine Botschaft zu schreiben. Ja, ihr Lieben, das war der Junk Journal Tutorial Adventskalender. Und während ich das hier spreche, beziehungsweise während ich das geschrieben habe, was ich jetzt da schreibe, sind mir so viele Sachen durch den Kopf gegangen, das kann ich euch überhaupt nicht in Worte fassen.
Ich hatte schon sehr lange vor, so einen Adventskalender mal auf meinem Kanal zu haben und diesen zu erstellen, bin aber ehrlich gesagt immer vor dem Haufen Arbeit zurückgeschreckt, den sowas macht. Dann irgendwann, ich glaube im Oktober diesen Jahres, ist mir das wieder in den Sinn gekommen, dass ich das gerne machen möchte. Und irgendwann im November habe ich dann angefangen, also ziemlich irgendwie so in der Mitte vom November. Und ich habe niemals damit gerechnet, was passieren wird. Und ihr habt mich so aus den Schuhen gefegt, ich kann euch das überhaupt gar nicht erklären. Deswegen möchte ich auf diesem Weg jedem Einzelnen, der hier mitgemacht hat, der sich diese Videos angeschaut hat, der einen Kommentar geschrieben hat, der ein Like gegeben hat, alles. Auf diesem Wege möchte ich mich wirklich aus tiefstem Herzen bedanken bei jedem Einzelnen von euch. Und mir fehlen fast die Worte. Mir fehlen wirklich fast die Worte. Als ich das auf diese Rolle geschrieben habe, also ich habe wirklich fast geheult, weil mir das dann nochmal wirklich so bewusst geworden ist. Das ist jetzt das letzte Video und langsam kehrt auch bei mir so ein bisschen, ja, der Normalzustand, sagen wir mal, wieder zurück. Sonst war mein Tagesablauf tatsächlich so, ich bin morgens aufgestanden, habe dann das Video veröffentlicht, habe geschaut, dass mit meinem YouTube da alles stimmt, dass ihr das Video anschauen könnt, dass da nicht irgendwas schiefgelaufen ist. Und dann habe ich eure ganzen Beiträge angeschaut, sowohl in unserer Facebook-Gruppe Junk Journal Deutsch, wer die noch nicht kennt, Link ist in der Infobox. Dann habe ich mir die ganzen Bilder auf Instagram angeguckt, habe die alle abgespeichert mit euren Namen und habe die dann auf meine Homepage gepackt. Ihr wisst ja, ich habe auf meiner Homepage so eine kleine Galerie gemacht, wo ihr alle Beiträge finden könnt. Wer die noch nicht kennt, auch meine Homepage luiseheinzel.at ist unten in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Vielleicht bekommt ihr da auch nochmal die ein oder andere Inspiration. Dort haben sich hunderte Bilder angesammelt. Unter unserem Hashtag auf Instagram haben sich hunderte Bilder angesammelt. Ich kann die gar nicht zählen. Das wird ja leider da nicht so ganz genau angezeigt. Aber es ist wirklich unglaublich. Ihr habt hunderte Kommentare geschrieben unter diese Videos und jeder einzelne hat mich so sehr gefreut. Ich kann euch das gar nicht sagen. Es waren teilweise wirklich so liebe Worte dabei und auch wirklich Zeichen dafür, wie kreativ ihr gewesen seid, wie sehr auch ihr über euch hinausgewachsen seid. Das habe ich ganz oft gehört, dass ihr gesagt habt, oh, dieses Tutorial, das hat mir jetzt geholfen. Es hat mir zum Beispiel geholfen über eine einsame Weihnachtszeit. Jetzt mit diesem blöden Virus ist ja auch, ja, nicht jeder imstande, Weihnachten so zu feiern, wie er es normalerweise täte. Viele von euch sitzen alleine irgendwo zu Hause rum und sagen, okay, ich kann meine Verwandten, meine Familie nicht sehen und ich muss mich irgendwie beschäftigen, was ja durchaus mehr als verständlich ist. Und ja, das freut mich einfach so sehr, dass es über dieses Basteln, ihr wisst, ich mag dieses Wort nicht, aber dass es über dieses Basteln eigentlich hinausgegangen ist. Und jeder von euch, da bin ich mir sicher, hat sich mit irgendeinem dieser 24 Türchen selbst übertroffen. Das habt ihr teilweise selber gesagt. Das habe ich aber auch natürlich gesehen. Denn wenn ich sehe, was ihr so macht und wenn ich sehe, was ihr so postet und ich denke mir so, hä, das ist jetzt wirklich von dir? So, dann sehe ich ja selber, auch anhand eurer Reaktionen, dass ihr teilweise sagt, ja, ich bin so Anfänger und ich kann das alles noch nicht so gut und ich brauche da noch Hilfe und so. Das ist ja durchaus legitim, aber wenn ich dann sehe, was ihr gepostet habt, dann frage ich mich wirklich, seid ihr wirklich Anfänger gewesen? So zum Beispiel jetzt, ja. Und das sind so Sachen, die mich einfach riesigst gefreut haben. Und wie ich hier auch gerade aufschreibe, ich habe im Leben nicht gerechnet mit einer solchen Resonanz auf diesen Adventskalender. Also nochmal vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja, was soll ich sagen? Also mein YouTube-Kanal ist so ein bisschen durch die Decke geschossen, also für meine Verhältnisse durch die Decke geschossen. Wenn ich meine Zahlen angucke, dann scheint es mir so zu sein, als würdet ihr gerne noch mehr solcher Videos sehen, die definitiv kommen werden. Bitte habt ein bisschen Geduld mit mir. Lasst mich bitte 2-3 Tage Winterschlaf machen. Aber dann werde ich mit Sicherheit mit einigen neuen Ideen um die Ecke kommen. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe. Viel Glück beim Gewinnspiel. Wir sehen uns dann im neuen Jahr nochmal wieder. Natürlich zur Auslosung dieses Gewinnspiels. Bis dahin alles Gute, frohe Weihnachten und tschüss.